Er gilt als einer der größten Visionäre und erfolgreichsten Persönlichkeiten in Krypto. Es ist Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple. Seine Gedanken über die Zukunft des Finanzsystems, sein Kampf um die Regulation und Anerkennung von Kryptowährungen prägen die gesamte Blockchain-Branche. Er gilt als treibende Kraft hinter dem Unternehmen Ripple, ein Unternehmen, das den globalen Zahlungsverkehr mit XRP als Brückenwährung vorantreiben will. Doch was treibt Brad selbst an? Dieses Video erzählt von Brad als Mensch, von seiner erfolgreichen Karriere vor Ripple und seiner Zeit bis heute als CEO. Von daher bleibt dran, liken nicht vergessen, ich habe viel Spannendes herausgefunden. Brad wurde mal gefragt, was ist der beste Rat, den Sie je erhalten haben? Und da sagte er so ungefähr Folgendes. Eins der Dinge, die mir mein Vater gesagt hat, war, nimm den Professor, nicht die Klasse. Ich denke, sagte er, das ist einer der Fehler, die viele Leute im Silicon Valley machen. Wenn sie das neueste, coole Unternehmen sehen, dann enden sie möglicherweise damit, für jemanden zu arbeiten, der noch nie jemanden geleitet hat. Und so lernen sie von dieser Person nicht viel darüber, wie sie ihre Karriere entwickeln können. Also denke ich, wenn Sie für jemanden arbeiten, der großartig ist, unabhängig vom Unternehmen, ist das ein viel wichtigerer Schritt, zumindest in Ihrer frühen Karriere. Brad wurde 1971 in Topeka, das ist die Hauptstadt von Kansas im mittleren Westen Amerikas, geboren. Seine ersten Fähigkeiten als Führungskraft reichen bis zu seiner Zeit an der Topeka High School zurück, wo er als Herausgeber einer Zeitung namens The World und als Präsident des Studentenrates fungierte. Seitdem ist viel passiert. Seit über 25 Jahren lebt Brad mit seiner Frau Kristen und seinen 3 Kindern in Kalifornien im Silicon Valley. Dabei prägt ihn seine Heimat Kansas noch heute. Topeka High ist ein unauslöschlicher Teil von mir heute, sagte er mal 2017 bei einer Zeremonie. Er gesteht außerdem sein Faible für die Jayhawks ein, das Sportteam der Kansas-Universität. Meine eigenartige Angewohnheit ist, dass jedes Kansas-Spiel in meinem Kalender steht und ich meistens Flüge um sie herum plane. Im Anschluss an die Highschool studierte Brad Wirtschaftswissenschaften. Er hat einen Bachelor von der Universität in Kansas und einen Master von der Harvard Business School. 1997 war das. Da war er 26 Jahre alt. Doch wie kommt man von einem wirtschaftlichen Studium zur Technologie? Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Bereits in seiner Kindheit liebte Brad alles rund um Technik und beschäftigte sich früh mit Computern, Programmieren und dem Internet. Sein Vater kaufte ihm damals einen TRS-80-Computer. Ein alter PC, dessen Serie Ende der 70er bis Mitte der 80er verkauft wurde. Also verbrachte ich einen Teil meiner Karriere in der Infrastruktur mit Netzwerk, Telekommunikations- und Koaxialkabelsachen. Ich kam 1993 mit dem Browser Mosaic in Kontakt. Eins führte zum anderen. Seine Leidenschaft an neuen Technologien, also Technologien, Dinge, die die Welt verändern könnten, führten Brad schließlich in die frühe Ära des Internets. Eine Erfahrung, die sich später für Ripple als sehr wertvoll herausstellte. Brad begann seinen Berufsweg bei einer Reihe von Unternehmen, welche an der frühen Entwicklung des Internets beteiligt waren. Er arbeitete zunächst bei At-Home Network, das ist ein Hochgeschwindigkeits-Internet-Kabelanbieter gewesen. Dann wirkte er außerdem bei der Risikokapitalgesellschaft Adventures mit, die in junge Tech-Unternehmen investierte. Und er war auch ein Jahr CEO bei Dialpad Communications, ein Unternehmen, das Nutzern das Telefonieren übers Internet ermöglichen wollte. Doch dann, im selben Jahr 2000, platzte die Dotcom-Blase. 2001 trat Brad als CEO von Dialpad zurück und wechselte zu Yahoo, wo er verschiedene Positionen einnahm. Zum Beispiel war er 5 Jahre lang Senior Vice President, das ist eine hochrangige Führungskraft, für den Bereich Communications, Community und Front Doors. Das bedeutete unter anderem wichtige Produkte von Yahoo wie die Online-Fotoplattform Flickr, Yahoo Mail und Yahoo Messenger zu leiten. Es war 2006, während Brads Vizepräsidentzeit bei Yahoo. Das damals 12 Jahre alte Unternehmen geriet nach der Dotcom-Blase zunehmend ins Straucheln. Brad beobachtete,
wie sich der Intel-Konzern völlig unübersichtlich organisierte. Ihm fiel zunehmend auf, dass die Strategie des Unternehmens zu flächendeckend aufgestellt war. So ging es nicht weiter. Das war der Moment, als Brad ein internes Memo verfasste, was später als das Erdnussbutter-Manifest berühmt wurde. Brad forderte darin sein Unternehmen auf, sie müssen sich wieder aufs Kerngeschäft konzentrieren, anstatt sich wie dünne Erdnussbutter auf dem Boden auszubreiten. Es sind hier so viele Leute verantwortlich oder sie glauben verantwortlich zu sein, dass gar nicht mehr klar ist, wer was zu sagen hat. Das Erdnussbutter-Manifest landete schließlich im Wall Street Journal und verbreitete sich in der gesamten Branche. Die Medien berichteten, das Erdnussbutter-Manifest lässt Köpfe bei Yahoo rollen, schrieb der Standard. Bei Yahoo schlägt die Guillotine zu, berichtete der Stern. Brad bekam den Auftrag, sich mit einem internen Komitee der Baustellen anzunehmen. Das Unternehmen wurde unter anderem in der Chefetage umstrukturiert, der eigene Fotodienst wurde eingestellt und man ergriff weitere Maßnahmen, um die Werbeeinnahmen zu steigern. Doch so sehr Brad sich anstrengte und das Unternehmen retten wollte, irgendwie schien er zu merken, dass es Zeit war zu gehen. 2 Jahre nach dem Erdnussbutter-Manifest wechselte er zum Konkurrenten AOL. AOL bot damals ähnliche Online-Dienste wie Yahoo an und war um die Jahrtausendwende einer der weltweit größten Internetdienstanbieter. Brad nahm bei AOL 2 Jahre lang die Rolle des Präsidenten für Verbraucheranwendungen ein. In einem Fortune-Interview gesteht Brad 2014 ein, dass seine Arbeit bei AOL rückblickend vielleicht ein Fehler war. Warum? Ich denke, ich hatte eine rosarote Brille über die Möglichkeit, AOL neu zu erfinden. Ich glaube nicht, dass ich vollständig geschätzt habe, wie schwierig die Aufgabe dort war. Vor AOL baute Brad seine Beraterfähigkeiten aus und das machte er 8 Monate lang bei Silver Lake Partners. Silver Lake Partners ist eine amerikanische Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die investierte bereits in Unternehmen wie GoDaddy, die Nasdaq oder Alibaba. Vielleicht war das einer der wenigen Zeiträume, in denen Brad sich nicht ums eigene Unternehmen sorgen musste. Doch Brad suchte scheinbar die Herausforderung. Nur Berater? Nein, es musste wieder eine Führungsposition her. Nach AOL wechselte er zu Hightail, einem bekannten Cloud-Dienstleister. Dort war er bis 2014 CEO. Und hier wiederholt sich die Geschichte. Brad hatte andere Ansichten über die Zukunft des Unternehmens. Denn damals erhielt Hightail mehrere Übernahmeangebote. Brad sprach sich für den Verkauf des Unternehmens aus. Die boomende Cloud-Speicherbranche sei seiner Meinung nach wettbewerbsintensiv geworden. Viel größere und besser finanzierte Unternehmen wie Dropbox dominierten immer schneller den Markt. Doch der Vorstand war gegen einen Verkauf. Und so war es für Brad mal wieder an der Zeit und er verließ die Firma. Vielleicht wäre Brad ohne diese Meinungsverschiedenheit nie vom Technologie- in den Finanzsektor gekommen und damit nie zu Ripple. Lange bevor ich zu Ripple kam, wusste ich, dass ich Teil von etwas sein wollte, das die Welt verändern könnte. Ich wollte nie irgendwo arbeiten, wo man sich darauf konzentriert, die Dinge so zu machen, wie sie schon immer gemacht wurden. Ripple ist ein Unternehmen, das grenzüberschreitende Transaktionen für die Finanzinstitute modernisieren möchte. Die Mission heißt, ein Internet der Werte zu schaffen. Damit ist gemeint, dass diese Transaktionen genauso schnell und reibungslos abgewickelt werden sollen wie E-Mails. Für diese globalen Abwicklungen nutzt Ripple den XRP Ledger mit der Brückenwährung XRP. Der Ansatz, Blockchain-basierte Softwarelösungen anzubieten, galt in der traditionellen Bankenwelt als revolutionär. Der Gedanke einer Online-Community, ein globales Zahlungsnetzwerk zu schaffen, machte seine Anfänge bereits schon 2004. Erst 2012 wurde jedoch dann das heutige Unternehmen Ripple gegründet, damals unter dem Namen OpenCoin Inc. durch Chris Larsen und Jed McCaleb. Als Chris Larsen Brad von Ripples Vision erzählte, war Brad begeistert. Ohne zu zögern trat er 2015 als COO ins Unternehmen ein und das, obwohl er kaum Erfahrung im Finanzsektor hatte. Bei einem Auftritt in der Jay Kim Show erzählte Brad: Als ich zum ersten Mal den Anruf erhielt, das war ein Personalvermittler, der mich anrief, da sagte er, Ripple sucht jemanden. Und ich sagte, ich bin nicht der Typ. Ich kenne einige Leute bei PayPal, ich kenne einige Leute bei Visa, du solltest mit ihnen reden. Der Personalvermittler sagte,
Chris Larsen meint, um jemanden zu finden, der ein System verändert, braucht man jemanden von außerhalb des Systems, der es anders sieht. Ja, und anscheinend hatte Chris recht, was Brads Außenseitersicht anging. Als COO begann er seine Arbeit und erzählte dazu: Eine meiner Aufgaben bei Ripple besteht darin, zur Förderung einer erfolgreichen Kultur beizutragen. Wir setzen erstklassige Talente ein, um an einem riesigen Projekt zu arbeiten. Ein Jahr später wurde Brad für sein Engagement zum CEO befördert. Von 2017 bis heute sind über 7 Jahre vergangen, in denen Ripple von Brad geleitet wird. Während 2018 die ersten Produkte die Welt erblickten, beschäftigt das Unternehmen 6 Jahre später über 900 Mitarbeiter und bietet seine globalen Zahlungslösungen in über 80 Ländern an, die oft als bessere SWIFT-Alternative betrachtet werden. In all den Jahren gelang es Brad, seine Beziehungen zum herkömmlichen Finanzsektor, zu Fintechs, Universitäten oder sozialen Organisationen auszubauen, sodass Ripple heute ein globales, buntes Partnernetzwerk anbieten kann. Durch diese Beziehungen konnte Ripple zum Beispiel über $200 Millionen in einer Serie C Finanzierungsrunde einsammeln, was im Kryptosektor damals eine stolze Summe war. Das Nettovermögen von Brad wurde im Bärenmarktjahr 2023 auf rund 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das meiste Vermögen stammt wohl aus XRP, sodass Brad 10 Milliarden US-Dollar schwer wäre, würde XRP wie 2018 seinen Allzeithoch erreichen. Als aktiver Angel-Investor beteiligt sich Brad außerdem derzeit an knapp 40 verschiedenen Unternehmen. Bis 2017 war Brad noch Vorstandsmitglied in einigen Unternehmen, zum Beispiel bei Animoto. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Plattform zum Erstellen von Videos an. Animoto pflegt heute Partnerschaften zu Social-Media-Plattformen wie Facebook. Unternehmen wie Citi oder Oracle haben bereits die Produkte genutzt. Was ich nicht in Brads LinkedIn-Profil, aber auf der Ripple-Homepage gefunden habe, anscheinend war Brad auch mal Board-Member bei Outmatch. Ja, und da wird's spannend, denn bei meiner Suche nach Outmatch bin ich auf Harvard gestoßen. Sollte ich bei dem richtigen Unternehmen rausgekommen sein, dann übernahm Outmatch 2021 die Firma Harvard und läuft seitdem offiziell unter Harvard. An der Stelle, Brad, wie aktuell ist dein Profiltext auf Ripple? Harvard stand 2023 auf der Incorporated 5000 Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an modernen Human Resources Technologielösungen an. Das bedeutet, alles, was anderen Unternehmen hilft, talentiertes Personal zu finden. Also sollte das alles so stimmen, dann muss hier Brad als Export-Member sein technologisches Wissen im Personalwesen eingesetzt haben. Auch spannend, Brad erkannte früh die problematische Digitalisierung im Gesundheitswesen, besonders wo es um Datensammlung und Dateninfrastruktur geht. Aus dem Grund war er ehemals im Vorstand von 2 Unternehmen, die Schnittstellenlösungen zwischen Technologie und Gesundheitswesen bilden. Einmal bei Ancestry.com. Ancestry ist heute eines der weltweit größten Verbraucher-DNA-Netzwerke, wo man Menschen hilft, mittels Gentechnik die Herkunft zu bestimmen. Und einmal war er bei Tonic for Health. Das ist eine Plattform, die den Ablauf von der Datenerfassung bis hin zur Zahlungsabwicklung von Patienten digitalisieren möchte. Ich bin ein Amateur-Angel-Investor und habe in ein kleines Unternehmen namens Tonic for Health investiert. Die ganze Prämisse ist, dass wenn Ärzte einen besseren Job bei der Datensammlung und dem Verständnis des Patienten machen, werden sie einen besseren Job bei der Behandlung machen. Was 2014 vielleicht noch ein kleines Start-up war, ist 10 Jahre später eines der führenden Patienten-Check-in-Plattformen großer Unternehmen. Tonic Solutions ist mittlerweile Teil der börsengehandelten Firma R1. Also so amateurhaft hat Brad das also nicht eingeschätzt, oder? Also ja, Brad ist erfolgreich und mit ihm sein Unternehmen Ripple. Doch nicht jedem gefiel diese erfolgreiche Entwicklung. Immer wieder kam es in den letzten Jahren zu Kontroversen und FAT. Wenn man im Silicon Valley arbeitet, kann das Leben verrückt werden. So Brad 2017 während einer Zeremonie. Daher ein letztes Kapitel über den Gegenwind, den der CEO und sein Unternehmen erhält.
Wenn ich zurückdenke, als ich zum ersten Mal Netflix-Abonnent wurde und wie ich heute über Netflix denke, als ein Süchtiger von House of Cards, ist es ein völlig anderes Tier. Ein Unternehmen und ein Produkt neu zu erfinden, ist so schwierig, manchmal unter erheblichem Gegenwind. Zwischen 2018 und 2020 warf man Brad immer wieder vor, falsche Behauptungen zu machen. So soll er zum Beispiel die 6% Fehlerquote aus einem Paper von Swift falsch interpretiert haben. Das ist eine Quote gewesen, die sich anscheinend nicht direkt auf die Nachrichtenübermittlung bezog. Auch warf man Ripple in der Zeit vor, es würde intransparenter als Swift agieren. Oder 2018 erwartete Brad, dass bis zum nächsten Jahr Dutzende von Banken auf Ripple bauen würden. Doch es verging ein Jahr und es zeigte sich, dass viele Banken zu diesem Zeitpunkt schon interessiert waren, aber die modernen Ripple-Produkte erstmal noch beschnuppern wollten, um sich dann eben für oder gegen Ripple zu entscheiden. Ich kann mir an der Stelle gut vorstellen, dass Brad einfach mit seinen Lösungen, seiner Zeit und dem trägen Bankensystem voraus war. Daneben die bekannte Leier. Die Beziehung zwischen Ripple und der Kryptowährung XRP sei zu eng. Zu sehr kontrolliere ein zentrales Unternehmen wie Ripple eine dezentrale Kryptowährung. 2020 wurde diese Beziehung gegen Ripple verwendet. Die SEC reichte Klage ein und behauptete, Ripple habe mit XRP gegen das Wertpapiergesetz verstoßen. Was folgte, war ein bis heute 4 Jahre anhaltender Rechtsstreit. Brad kämpfte an vorderster Front, selbst als er privat angeklagt wurde. 2023 war dann das Jahr mit einem großen Befreiungsschlag, als Ripple der erste große Teilsieg gelang. Das New Yorker US-Bezirksgericht unter Annalisa Torres sah in XRP kein Wertpapier. Im Oktober dann gab die SEC in weiteren Anklagepunkten nach. Man ließ die Anklagen gegen die Führungskräfte fallen. Brad Garlinghouse twitterte in etwa: Im Ernst, Chris und ich wurden von der SEC ins Visier genommen, in einem rücksichtslosen Versuch, uns persönlich und das Unternehmen zu ruinieren. Wie viele Millionen Steuergelder wurden verschwendet? Es fühlt sich gut an, endlich bestätigt zu werden. Ein endgültiges Urteil für Ripple wird Stand des Videos wahrscheinlich dieses Jahr noch fallen. Die Kosten für den Rechtsstreit belaufen sich auf schätzungsweise über 200 Millionen Dollar. All dieser Gegenwind war bisher groß, doch Ripple und sein CEO halten bis heute stand. Zusammengefasst: Brad hat im Laufe seiner Karriere viele verschiedene Stationen bewältigen müssen. All diese Stationen in der Technologie-, Management- und Finanzbranche kombiniert er heute, um als CEO Ripple voranzutreiben. Bis heute expandiert das Unternehmen unter seiner Antriebskraft und bleibt trotz all der Widrigkeiten Vorreiter für moderne Zahlungslösungen. Doch Brad kämpft nicht nur als CEO für sein eigenes Unternehmen. Der Rechtsstreit um die Kryptowährung XRP wird regulatorische Auswirkungen auf die gesamte Blockchain-Branche haben. Ja, warum tut sich Brad den ganzen Stress an? Wir stehen erst am Anfang dessen, was die Blockchain-Technologie bewirken kann. Es geht um mehr als nur Coins. Es geht darum, das gesamte Finanzsystem neu zu gestalten und zugänglicher zu machen. Brad macht das also, weil er Dinge verändern möchte. Es ist eine Reise ins Ungewisse. In einer Zukunft, wo die Blockchain-Branche erst noch am Anfang steht und für Brad und seine Ideen sicherlich noch nicht zu Ende ist. Globalen Zahlungsverkehr mit XRP als Kryptowährung. In einem Fortune-Interview ist im Mittleren Westen Amerikas great